Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch am 1. April. Ich hoffe, dass wir die Sendung schaffen, ohne dass wir einem Aprilscherz erliegen. Das erste Thema, was wir haben, ist, neue Regierung will Airline-Ticketsteuern refundieren. Das kann durchaus ein Aprilscherz sein, ich weiß es nicht. Die 340-600er Flotte wird schneller, kleiner als wir dachten. Dann geht es weiter mit Fiji Airways, die sind jetzt Partner bei OneWorld und da gibt es auch eine interessante Geschichte. Und natürlich die Miles & More Meilenschnäppchen für den Monat April von Lufthansa, die schauen wir uns auch an. Da sind einige Überraschungen bei, ich hoffe, dass das kein April-Scherz ist. Das erste Thema kommt aber erst, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, kommentiert, abonniert und so weiter und auf School kommt und dass wir da dann die Themen besprechen. Ja, und zwar ist es so, die Ticketsteuer wurde ja um 19% erhöht im Mai 2024 und jetzt ist es so, dass diese 400 Millionen Euro sind ja eine zusätzliche Belastung von in 2024 gewesen, also 400 Millionen Euro sind die Belastung zusätzlich gewesen in 2024. Und die CDU, CSU, SPD will rückwirkend diese zurückgeben. Und Airlines sollen damit die Steuern zurückhalten. Das soll irgendwie ein Neustart für die Lufthansa sein, ein Zeichen. Ja, aber Ticketsteuer, haben wir die nicht bezahlt als Passagiere? Und interessant ist es auch, dass bei Verhandlungskreisen das Ganze als Aufbruchssignal gesehen werden soll. Die Fluggesellschaften sollen bessere wirtschaftliche Bedingungen erhalten. Dann ist es so, dass natürlich die Standortkosten in Deutschland überdurchschnittlich hoch sind im EU-Vergleich, ganz klar. Aber man sieht das ja auch an den Zahlen, 86% des Vorkrisenniveaus und 104 ist es europaweit. Das heißt also, wir sind fast 20% dahinter. Und die Erstattungssumme soll 400 Millionen sein. Gesamtmehrbelastung der Airlines ist 1,2 Milliarden, das sagt zumindest der BDL. Und der Zusammenhang zwischen den hohen Kosten und dem Rückgang der dezentralen Verkehre, also das heißt aus anderen als München, aus München oder Frankfurt, ist so. Aber was mich halt daran schockiert, ist einmal natürlich, dass das ein Steuergeschenk ist auf Kosten von uns, und zwar der Steuerzahler, die Ticketsteuer zahlen. Und Ticketsteuer zahle ich ja auch, wenn ich aus Deutschland fliege. Heißt also falscher Adressat. Ne? Dann die nächste Geschichte ist das eventuell dann auch etwas, was für andere Fluggesellschaften gilt? Das heißt ja so für Ryanair oder sowas, die haben ja auch in irgendeiner Art und Weise, ja, ich sage jetzt mal was bezahlt oder Emirates oder wer auch immer. Also das ist doch sehr, sehr komplex und ich denke, dass diese Steuerkosten natürlich problematisch sind. Und ich weiß also jetzt nicht, ob der 1. April das ist oder sonst was. Ich hoffe mal nicht. Also es ist halt wirklich so ein Problem. Also es ist ein Scherz und die Umsetzung ist halt schwierig. Aber Ticketsteuern hast du bezahlt, habe ich bezahlt, haben wir bezahlt. Also wir sollten das zurückkriegen, 400 Millionen. Meinen Anteil will ich dann schon haben. Also da muss man ja ganz ehrlich sein. Ihr könnt ja entscheiden, ob das ein Aprilscherz ist oder nicht. Ich finde es merkwürdig, was da so in manchen Köpfen rumläuft. Bei der Lufthansa geht es um den A340-600 und zwar ist es so, dass davon 10 Stück ab Frankfurt ja benutzt worden sind, aber die kommen natürlich schneller weg, als wir dachten. Man hat sie nach der Pandemie genau wie den 380er wieder in die Flotte geholt, weil man First Class brauchte und also auch Flottenengpässe hatte. Und der 340er ist ja ein altes Arbeitstier. Die ersten Maschinen wurden ja schon ausgeflottet. Im Januar 2025 wurde die Hotel Victor ausgeflottet. Am 31. März gestern ist die Hotel Tango nach Teruel gefahren, geflogen zur Einlagerung. Ne? Also da wird nichts auseinandergenommen. Heißt also, wir haben noch 8 Stück bei der Lufthansa in Betrieb. Und bis zum Sommer 2025 soll diese Teilflotte weg. Und ich denke mal, dass es da mal zusammenhängt, weil es ein Vierstrahler ist, weil er teuer ist zu betreiben und natürlich auch ein erwartungsintensives Flugzeug ist. Kurzfristig erwartet man natürlich die 787-9er, keine First Class, 350-900er, die 6 Stück, die aus München nach Frankfurt gekommen sind, keine First Class, keine Allegris. Dann sind langfristig ja 15 350-1000er bestellt.
Die haben Allegris, aber wer weiß, wann die kommen. Und man hat Optionen auf 40 Maschinen mit First Class, also dann auch quasi mit Allegris. Also da könnt ihr jetzt heulen, wer mit der Maschine noch fliegen will, sollte es schnellstens tun, weil sonst ist sie raus. Also da könnt ihr dann Gas geben, wenn ihr 340-600 Liebhaber seid. Ich mag das Flugzeug ja eigentlich. Viele Stunden drin verbracht. Neuigkeiten gibt es von Fiji Airways, das wurde ja auch schon lange gesagt, aber jetzt ist Oneworld da, man ist Vollmitglied, seit dem 31. März 2025 ist man Vollmitglied und man war vorher ja nur so ein Connect-Kunde. Zugang zu den 700 Lounges weltweit, inklusive den Oneworld Lounges, die es ja in Amsterdam und in Seoul gibt. Priority Check im Boarding, Meilen sammeln, einlösen und man bekommt natürlich auch Tierpoints für Status-Level. Interessant ist natürlich das Fiji Airways Streckennetz, denn Fiji, Nadi International Airport, ist ein Hub mit 25 Zielen in 14 Länder und die geht nach Hongkong, nach Tokio, nach Sydney, Dallas Fort Worth ist auch ein neues Ziel. Das eigene Vielfliegerprogramm wurde aufgegeben und das ist halt das, was spannend ist, dass man hier jetzt ein Programm genommen hat, was man kennt, und zwar das Advantage von American Airlines ist nun das offizielle Vielfliegerprogramm von Fiji Airways. Übrigens, Avios gibt es jetzt auch bei einer Fluggesellschaft in Schottland. Die haben auch Avios eingeführt, aber nur so als Randbemerkung. Jetzt sammelt man Advantage-Meilen und man genießt dadurch natürlich dann auch die Oneworld-Vorteile. Die Flugzeuge sind auch sehr modern mit 350-900er als Flagship, 23 Stück Flugzeuge, nicht alles 350-900er. Und ist natürlich ein geiles Ziel, weil viele Kunden haben Fidschi als Ziel und das war ja auch relativ schwierig, dann das hinzubekommen, punktemäßig oder sowas. Das ist halt interessant, dass man dort das dann machen kann. Was auch ein Nachteil ist, ist natürlich, dass man kein eigenes Bonusprogramm hat also auch dann keine eigenen Programmpartnerschaften mehr mit Kenya Airways oder mit Copa. Und damit hat man dann halt weniger Kontrolle, aber das ist anscheinend auch bei den Fluggesellschaften so ein Thema, wie zum Beispiel die Freunde von Finnair, die haben Avios auch aufgegeben, ihre eigenen Finnair-Programm aufgegeben, sind zugunsten der Avios gegangen. Also insofern nicht ganz so schlimm, dass man ein anderes Programm nutzt, nur die Währung. Ich bin mal gespannt, was das alles bedeutet. Ihr könnt ja schreiben, ob das etwas ist, was ihr toll findet oder nicht. Also ich persönlich finde es gut und Fiji Airlines, um mal nach Fidschi zu fliegen, sollte man mal gemacht haben. Jetzt kommen wir zum letzten Thema heute und die Sendung ist auch kurz. Meilenschnäppchen müssen wir heute besprechen. Ich habe keine eigene Sendung gemacht, obwohl es eigentlich gute Neuigkeiten gibt, denn die Kurzstrecken haben ja einen Reisezeitraum vom 15. Mai bis zum 30. Juni. Der Buchungszeitraum ist 1. April bis 30. April. Und die Langstrecken haben halt dann 15. Juli bis 31. August als Reisezeitraum. Buchbar ist es natürlich alles nur über meilenschnäppchen.com. Kein Codeshare, nur Lufthansa selber. Und natürlich wie immer keine Stornierung, keine Umbuchung möglich. Und da gehen wir auch direkt dann auf das ganze Thema. Und zwar Economy Class, Langstrecke, das Denver, Seattle, dabei, die kosten 60.000, 80.000 Meilen, normalerweise 40.000 würde es jetzt Bogotá noch geben, alles Economy Class. Premium Economy 40.000 Meilen anstatt 80.000, das ist Delhi und Philadelphia. Und wer sagt, ich möchte luxuriöser nach Philadelphia fliegen, kann das in der Business Class für 112.000 Meilen normal, jetzt für 55.000 Meilen. Und Delhi ist auch noch dabei. Also noch ein paar andere Ziele, Europa und so weiter. Klar, Meilenschnäppchen bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Frühzeitig buchen ist es halt, weil es halt natürlich ein Problem ist. Aber die Steuern und Gebühren sind natürlich oft spannend und teuer, aber man kann sie auch bezahlen. Aber bei Economy lohnen sich die Meilen oft nicht. Meilenschnäppchen sind halt im Abschwind, weil sie bald weg sind. Das heißt also, die Meilenschnäppchen sind in den Sommeränderungen weg oder verschwinden. Oder ja, also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, also das soll ja jetzt irgendwie so sporadisch passieren, man weiß es ja alles nicht so genau. Ich bin mal gespannt, was da passiert, wie sich da die Werte entwickeln und ob es immer noch so ein Sweet Spot sein wird oder ob das immer noch etwas ist, wo man einfach sagt, das kommt weg. Wir können uns das Ganze nochmal beobachten und auf der Zunge zergehen lassen.
Und ich glaube, dass wir jetzt Schluss machen. Ich muss weiter in Calls und muss los. Also danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Danke, dass ihr die Treue haltet. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren und aufs Cool zu kommen. Also morgen vielleicht wieder eine längere Sendung, wo ich mal gucken. Und dann wieder viel Spaß und ich freue mich auf morgen euch wieder zu sehen. Bis dann und ich bin dann mal raus, ne? Und gucken, ob das ein April-Scherz war oder nicht. Also bis dann, ciao.